Nicht nur über die Balkanroute kamen in den vergangenen Jahren Flüchtlinge zu uns. Tausende Frauen, vor allem aus Nigeria, kommen über Italien nach Europa. Diese Frauen sind keine normalen Flüchtlinge, sondern Menschenware für den europäischen Prostitutionsmarkt. Drehkreuz des Handels mit den versklavten Frauen ist Palermo auf Sizilien, wo sich eine neue Mafia breitmacht. Karl Hoffmann berichtet von dort. Henry schiebt sein Fahrrad über den bunten Markt mitten in der Altstadt von Palermo. Er kommt aus Nigeria und er arbeitet für die Polizei, in der Hoffnung, Asyl zu bekommen. Uns zeigt er eine dramatische Wirklichkeit. Neben frischem Fisch, Gemüse und Obst gibt es noch etwas. Junge Frauen, Prostituierte, die einkaufen und sich gleichzeitig verkaufen. Sie werden benutzt und ausgenommen. Henry trifft auf Juliette. Sie lässt sich seine Telefonnummer geben und etwas Kleingeld zum Einkaufen, um zu prüfen, ob Henry als Kunde in Frage kommt. Sie verabreden sich für später. In den letzten Jahren gab es eine riesige Migrationsbewegung nach Europa. Mehrere 10.000 Menschen kamen aus Nigeria, auch viele junge Frauen und Mädchen. Zwar werden sie gerettet, doch kaum an Land beginnt für viele die Hölle. Mineo im Herzen der Insel Sizilien. Was wie eine Kleinstadt wirkt, ist eine ehemalige Kaserne und heute das größte Auffanglager Italiens für 4.000 Menschen. Hier beginnen die Frauen aus Nigeria ihre Karriere als Prostituierte. Eine Schande, sagt Simeon, selbst Asylbewerber aus Nigeria, der hier seit einem Jahr lebt. Stoppt das Geschäft mit dem Sex hier. Im Lager ist das nicht mehr auszuhalten. In der Nacht hauen die Mädels ab, um sich zu prostituieren, und das ist schlecht. Das ist gottlos. Die Polizei müsste die Mädchen festnehmen, ausquetschen, bis sie die Namen ihrer Zuhälter verraten und sie dann ausweisen, bevor sie ganz Europa verderben. Doch so einfach ist das nicht. Im November gelang es der Kripo von Palermo aber, eine Bande von Zuhältern und Menschenschleppern dingfest zu machen. 27 Angehörige der Black Axe, der Bruderschaft der schwarzen Äxte, die sich inzwischen als gefährliche Mafiabande von Sizilien aus in Italien und Europa ausbreitet. Jerry Ferrara ist ihr Gegenspieler. Der Staatsanwalt hat stets 2 Leibwächter um sich, denn er lebt gefährlich, seit er die Mafia aufs Korn genommen hat. Und nicht nur die italienische. Zum ersten Mal haben wir herausgefunden, dass es eine neue Mafia-Organisation gibt, die mit unserer Cosa Nostra nichts zu tun hat. Mit einer echten Besonderheit. Sie plant schon in Nigeria die Verteilung der Mädchen in verschiedene europäische Länder. Nach Holland zum Beispiel, wie wir aus Telefongesprächen erfahren haben. Und natürlich auch nach Deutschland. Die nigerianische Mafia profitiert vom Unglück anderer. In den zunehmenden Flüchtlingsstrom schleust sie die künftigen Prostituierten Richtung Europa. Die Zahlen der geretteten Migranten steigen sehr stark. Und deshalb ist es einfacher, auf Flüchtlingsbooten die Frauen hierher zu transportieren. Früher war das viel schwieriger. Kaum gerettet müssen die Frauen auf den Strich. Sie seien wie mit einem Fluch behaftet, sagt Ossas, selbst ein ehemaliges Opfer. Die Mädchen, die hierher kommen, müssen in Afrika den Voodoo schwören. Der zwingt sie, auf die Straße zu gehen. Selbst die Eltern zu Hause glauben daran und befehlen ihren Töchtern zu gehorchen, weil sie den Voodoo geschworen haben. Voodoo ist für sie nicht einfach nur fauler Zauber, sondern ein uraltes Ritual. Es wirkt stärker als Gesetze und Verträge. Voodoo bindet heutzutage vor allem junge Mädchen sklavisch an die Verpflichtung, das in sie investierte Geld für die Reise abzuarbeiten. Bei solch einem massiven psychischen Druck sind selbst Polizei und Staatsanwaltschaft in Palermo machtlos. Eine Frau ist aus einem der illegalen Bordelle in Palermo geflohen. Sie hatte den Ermittlern erklärt, dass ihre Zuhälter ihre Scham- und Achselhaare entnommen hätten und ihr nun drohten, mit diesen Haaren aus dem Intimbereich den Voodoo-Zauber auf sie wirken zu lassen. Darauf ist sie freiwillig wieder zu ihnen zurückgekehrt.
Avendo la disponibilità di questo materiale, chiamiamolo così, organico, questa ragazza volontariamente è ritornata dai suoi sfruttatori. Den Mädchen und ihren Familien droht Krankheit oder gar der Tod, wenn sie nicht bezahlen. Oft viele 10.000 Euro. Ein Riesengeschäft für üble Menschenhändler. Eine Lösung wäre, den Band zu brechen. In einer Hinterhofbaracke von Palermo lebt Efia Odassani. Sie gilt als Prophetin, als Medium zwischen Gott und Menschen in Not. Das geht nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Die ganze Energie kommt von Jesus Christus. Ich spreche ja nur Gebete, damit er die Frauen von ihren Fesseln befreit. Stunden, Tage, Wochen könne solch eine Prozedur dauern, sagt Efia. Und nicht immer funktioniere sie. Einigen habe ich den Zauber ausgetrieben. Ich sage ihnen, gehe nicht wieder auf den Strich. Und sie sagen, okay. Kurze Zeit später sehe ich sie wieder auf der Straße. Was ist passiert, frage ich. Du machst es ja doch wieder. Komm wieder zu mir zurück. Doch beten alleine hilft nicht. Ohne Arbeit, ohne Geld kann eine junge Frau nicht leben. Deshalb hat Osas eine Selbsthilfeorganisation gegründet. Erstens müssen die Mädchen zur Schule gehen. Zweitens brauchen sie eine Arbeit nach der Schule. Sie könnten schneidern, kochen, afrikanische Tänze aufführen. Wenn die Regierung uns nur unterstützen würde, dann könnten die Mädchen eine bessere Zukunft haben. Unser Informant Henry trifft sich noch einmal mit Juliet. Diesmal merkt sie, dass er kein Freier ist. Tatsächlich arbeitet Henry für die Kripo, übersetzt abgehörte Telefongespräche und versucht in seiner Freizeit Prostituierte zu überreden, ihre Zuhälter anzuzeigen. Doch sie haben Angst vor der Polizei und bitten oft nicht um Hilfe. Es fehlt ihnen das Bewusstsein, wie sehr sie von ihren Peinigern abhängig sind und dass sie eigentlich frei sein sollten, wie es ihr gutes Recht wäre. Skrupellose Machenschaften zu Lasten hilfesuchender Frauen.